Die Jungs gehen jetzt schwimmen. Wir sind heute noch mal in Berlin, gerade aufgewacht am geilen Schlafspot. Heute nehmen wir euch das erste Mal mit zur ersten Tour Lidl Action und bleiben heute noch einen Tag in Berlin. In diesem Sinne, let's go! Lidl! 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 Eine Straße, viele Schilder. Ja, da steht ein Lidl am Weg. Frühstück! 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 Also. Mit einem Brötchen und einem Donut in der Kühm. Rein in den Laden! Yo, Wagwan, Schlappendepp. Come on. Max, Liebe geht raus. Ich glaube, jetzt geht's in den Einkaufswagen rein. Jetzt geht's rein in die Büsche. Klassische Morgenroutine. 3, 2, 1, Anton. Oh. Alter! Und rein in den nächsten, oder was? Oh, ja, das geht. Oh, das geht aber in Bauchlage, du. Nein. Ah, shit. Aue! Oh, das war's mit dem Busch, ey. Mal gucken, wo uns jetzt hin verschlägt. Zack! Wir sind jetzt am Spot angekommen, sind hier hingefahren, haben ein paar Locations rausgesucht und guckt euch das an. Das sieht doch nach einem Paradies aus. Mal gucken, was hier so machen lässt. Den Spot habt ihr jetzt ja kennengelernt und ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich, was hier heute noch passieren wird. Also geht's jetzt rein. Machen wir nochmal, ne? Ja. Was geht ab? Ja, Bam, geiler Run, Alter. Dritter Versuch, perfekt. Jetzt komme ich, glaube ich. Alter! Was ist das hier? Was ist das? Junge, wer entsorgt das Zeug hier drin? Scheiße, sowas. Er bleibt doch da. War ja nur ein Gag, schmeißen wir schon weg. Also ich weiß nicht, wer da hingeschmissen hat, aber muss ja nicht sein. Dann haben wir das wohl jetzt erfolgreich weggeschmissen. Knackige Pfirsiche gibt's bei uns. Geil. Ja, jetzt haben wir knackigen Benzinkanister. Ah, fuck! War so tief in so reingestolpert und dann hätte ich einfach machen können an sich. Ja, schon. Also das mit dem Slide war eine Improvisation, aber ich glaube, das können wir normal machen und komplett da reinmachen. In diesem Sinne noch ein Versuch.
Leiden hat sich echt gelohnt, ist geil. So, meine Line ist geschafft. Jetzt ist Dwayne wieder dran, so wie sich das gehört hier in dem Spiel, was wir spielen. Haben mir auch was einfallen lassen. Und zwar hier oben so eine Kleinigkeit und dann hier in den Double Side rein. Ob das was wird, wissen wir bis jetzt noch nicht, aber ich denke mal, dass das wird. Ja. Ist halt eine scheiß Landung, aber sonst eigentlich geil. Aber sonst ist geil, weißt du. Ja, safe. Das würde ich aber auch sagen. Auch nicht mehr als einmal, das tut ja weh, hier auf den Unebenheiten zu landen. Das tut weh, auf den Unebenheiten zu landen, hat er gesagt, falls er das nicht gehört hat, wegen dem ganzen Wind hier in Berlin. Ich fühle, dass du das hast. Der ist ja wack auf Safety. Ja, knapper. Aber ich slip hier da. Ja, aber jetzt Dachpapier. Müsst ihr ja einen Flip-Free machen jedes Mal, ne? Oh, geil. Problem gelöst, jetzt geht es weiter mit Versuch 3 und jetzt glaube ich wird es serious hier. Ich werde jetzt auch noch drauf konzentrieren, wo ihr den Sideflip hinmacht, Digga, ist ja scheiße. Ja, der war scheiße. Ja, aber das ist wirklich geil. Zu langsam. Ja, nee, ist es nicht. Komm, Digga. Das ist geil, ist das. Ja, das war geil. Aber fühlt sich nicht gut an, deswegen lasse ich halt. Das war geil. Fand ich nicht. Finde ich irgendwie echt nicht so geil, den Anfang mittlerweile. Ich bin mir vom Mal zu Mal mehr bewusst, dass ich das nicht schön finde. Ich finde das geil. Aber ich check Dwayne schon, weil wenn du selber nicht überzeugt davon bist, dann macht das auch nicht so viel Spaß und dann denkst du dir nach jeder Landung, okay, war doch nicht so geil, schnell breche ich ab. Obwohl das eigentlich von außen betrachtet richtig geil war, aber das ist so einfach, er weiß im Kopf, dann denkst du dir, ja nee, Abbruch war scheiße. Ja. Ja. Alter. Ich hatte so keinen Bock mehr, ne? Und ich habe die Motivation auch nicht mehr gefunden beim Anlauf und dachte nur noch, vielleicht klappt's ja. Und immer noch keinen Bock, aber muss ja nochmal. Und ich glaube, jetzt kriegen wir Dwayne auch noch dazu, dass er den stompt, Alter. Let's go, Dwayne. Come on! 6 Steine. Die Steine in den schäbigen rein. Komm! Scheiße. Nein! So knapp, Alter, aber der nächste sollte es eigentlich werden, glaube ich. Junge. Digga, ich hab so keinen Bock mehr, ne? Ich bin so demotiviert, das geht mir so auf den Sack. Dwayne ist leicht angefuchst, aber das bringt ja nichts. Die Line ist geil, deswegen muss er weitermachen. Komm. Ja, Mann, Alter. Eine hässliche Oma. Ich habe gehört, er eine hässliche Mutter oder so, was hat er gesagt. Aber ich meine, die Landung war eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Hab mir jetzt dazu entschlossen, den Dubs halt nicht nochmal zu machen, weil ich so gar keinen Bock habe und irgendwie richtig demotiviert bin, weil keiner trainiert. Also Jasbeck hier drüben, den müssen wir in Schutz nehmen, der ist verletzt. Aber ansonsten erzählt mir jetzt die ganze Zeit nur, dass er nichts mehr kann und so ein Quatsch und das nervt. Und ansonsten guckst du ja nur Weibern auf den Arsch, das ist ein bisschen blöd. Ich bin hier durch, mach den Dubs halt nicht nochmal, gucken, was sonst noch so geht. Aber meine Motivation so ein bisschen wieder erlangt, die mache jetzt glaube ich im Buschjump. Moin. Dann gehen wir jetzt weiter. So, wir haben mit Tricking ja nicht viel am Hut. Jasper schon. Deswegen seht ihr jetzt von Jasper eine kleine Construction. Wisst ihr, wie ich mein? Wisst ihr, Rainer. Ja, Klose! Alter, geil! Alter, Hyper! Hyper, back full, da bin ich hyped. Wahnsinn! Alter Bär!
jetzt hier an der neuen Location angelangt nach dem Wahnsinns-Action, was da gerade zustauen durfte. Die Jasper Pollex ist einfach eine Tricking-Maschine. Ich habe mir vorgenommen, jetzt hier rüber eine Kong zu machen und hier auf der Mauer zu landen. Ja, das macht, glaube ich, eine Menge Spaß, wenn es klappt. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist das ein Klavier hier? Ding, 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 ding. Machen wir im Nachhinein noch mit Musik. Geil. Kann nicht schneller rennen, ich hab Kack in der Hose. Oh, ich muss so unbedingt kacken, Alter. Die Wurst ist aus dem Punkt, der so raus und dann habe ich aber so gemacht und ist sie wieder hochgesprungen. Oh. Ich muss dringend wild scheißen. Trau mich da mit der Kong, ich drück da nochmal so drauf. Noch höher und dümmer, aber gut. Ja, das macht so null Sinn, was der hier verpraktiziert. Ist mir ein Rätsel sondergleichens hier. Wenn nicht jetzt, dann Ette. Nee, Junge. Wenn nicht jetzt, dann Ette. Digga, jetzt musst du leider. Ich habe den Teufel darauf beschworen. Man sagt ja immer, man soll den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich habe die Graffiti-Dose geschnappt und gesendet. Das ist scheiße, wenn ihr jetzt dann... Willst du wirklich Junge. deinen Namen wechseln müssen? ist Willst so- du zum Standesamt die ganze Arbeit machen müssen, alles? Das ist so verpflichtend, wenn man so einen Satz hört. Alter, Max, was war das für eine Scheiße? Nachdem Jan sich jetzt was umgebracht hat, machen wir das Ganze direkt hintereinander. Das könntet ihr aus dem Banger-Video dann schon kennen. Wissen wir selbst noch nicht. Mal gucken, also rein da. Jan und ich haben jetzt die Kong zusammen gemacht, war ganz cool. Und wie es das Schicksal eben so will, hat uns nicht ausgereicht. Deswegen machen wir jetzt den Hurdle. Jan preppt den einmal, sag ich ja. Jan sagt ja, ich prep das nicht, weil ich bin zu faul, hab Muskelkater. Also 3, 2, 1, 18 Uhr. Darf ich nicht gar nicht Das ist so abgefuckt, Alter. Es ist insane, wie scary das ist, wenn man das doch machen will. Geil. Ja. Ja? Ja. Leck mir am Arsch, ich spring dagegen. Ich seh mich mit den Füßen hängen bleiben und dann so auf dem Gesicht darauf sehen. Ready? Ja. Komm, das ist er. Einfach nur drüber. Ist genau dasselbe. Alter. Yes! Oh, was ein Holy shit! But ein safe. It was safe and easy. I was just a bit overwhelmed by. It's just scary. I think I send it straight away once again. Let's do it. Oh, Alter! Junge! Ach du Scheiße! Oh, Alter! Oh fuck! Du bist auf einem Fuß da drauf gelandet. Was Dwayne dann gemacht hat, Dwayne hat das Ding, ja weiß ich nicht, gestridet oder so. Junge. Also bis auf das und dass ich hier morgen wahrscheinlich den Muskelkater des Jahrhunderts haben werde, weil dann einfach mal alles gezerrt wurde da drin, ging es eigentlich ganz gut. Ich sollte beim nächsten Mal auf der richtigen Seite abspringen. Wir sind jetzt hier bei Decathlon, weil mein Schuh nach der Nummer gerade so ein bisschen den Geist aufgegeben hat. Oder wird auch immer schlimmer, wie man sieht. Also das wird ja echt von Minute zu Minute machen. Also es ist ein stetiger Prozess, ich brauche auf jeden Fall neue Schuhe, deswegen kaufen wir kurz vor Ladenschluss jetzt noch Schuhe. Wir haben die Schuhe jetzt hier gefunden und unterwegs ist mir aufgefallen, ich habe noch ein anderes Problem. Weil der Schuh, der ist echt auch ganz schön kaputt. Also da kommt alles raus. Deswegen brauche ich auf jeden Fall neue Schuhe und ich sehe gerade, dass das die falschen. Boah Digga, wenn die jetzt nicht haben. Oh ne, ey, ich brauche Schuhe. Bin jetzt hier an meinem Schuhregal angekommen. Ich kaufe jetzt Schuhe. Ja, die haben sich ja jetzt erledigt und Decathlon hat so eine Lebenslang Garantie. Ich kann die einfach wieder zurückpacken und mir neue mitnehmen.
bezahlen jetzt. Und haben wir ganz klassisch nach deutscher Tradition bar gemacht. Okay, wir sind jetzt gerade bei Netto, holen jetzt noch ein paar Einkäufe für heute Abend, also ein bisschen was zu essen und dann fahren wir schon mal Richtung Polen. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns dann da wieder beim Camp. Wir hier rein in den Moor oder was? So, wir sind jetzt irgendwo hinter Berlin, Grenze Polen oder was, schlagen das Camp irgendwo im Wald auf, gehen jetzt pennen, wieso Bescheid. Also unser Zelt steht jetzt noch nicht unbedingt, wir müssen das noch aufbauen. Jasper, ja. Bau mal auf! Nix so Alter, das ist Wahnsinn. Ist aufgebaut. Moin oder was, wir hatten eine ziemlich wilde, aufregende Nacht. Ivo und ich sind heute Nacht irgendwann wach geworden, weil hier ein fetter Scheinwerfer Richtung Wald gescheint wurde. Und wir sind uns sicher, entweder waren es Förster oder vielleicht sogar Polizisten, haben auch gehört, wie sie gesagt haben, dass sie unsere Nummernschilder aufschreiben und so weiter. Haben dann hier das komplette Stück Wald abgesucht, aber sind nicht hier hingekommen, wo wir waren. Und ja, haben uns zum Glück nicht gefunden, sonst hätten wir das erste Mal eine Wildcamp-Strafe wahrscheinlich gekriegt. Aber so haben sie nur unsere Nummernschilder, können uns wahrscheinlich nicht nachweisen. Deswegen, Ivo und ich waren sehr aufgeregt im Zelt. Aber alles gut, ich würde sagen, jetzt geht es erstmal rein in den ersten Spaß. Lidl, willkommen, aber. So, Lidl war doch nix. Wir fahren jetzt gerade nach Danzig, gucken wir mal, wie das Wetter ist. Scheiße! Oh! Allen ins Gesicht! Die erste Bullerei haben wir links liegen gelassen. Auch das Zoll haben wir hinter uns gelassen. Das bei Knallgas, Knallgas. Auf 250 Beschleunigung kriegt kein Bulle mehr. Oder? Reiner Polen, aber! Hier ist der Grenzübergang. Boom! Der offizielle Weg nach Danzig! Wir sind jetzt hier am Strand in Gdansk, haben jetzt unseren Homeboy hier mit am Stissel. Moin. Ein Festmahl der Natur, wir wärmen uns jetzt langsam auf, mal gucken, was hier so geht. Meer im Hintergrund, regnet gleich, also kann es nur geil werden. Ja. Also da vorne geht es schon durch den Monsun und weiter. Und hier fängt es gerade an. Also rein da. Und nach dem Vergnügen kriege ich ja drauf, verstehst du? Er hat mehr kassiert als wir, glaube ich. Ja, das sah so aus, als hätten alle drei genau gleich ausgenockt. Wahnsinn. Legend. Sick. Hello. What's up, man? Nice to meet you, Kuba. Nice to meet you. Hi, nice to meet you, Kuba. Nice to meet you, Kuba. Moin. Full in oder was? Ja, sicher. Ja sicher, ey. Jasper macht heute ein Full in oder was? Ja. Was machst du? Gar nichts. Full in. Ja. So, Regen ist vorbeigezogen. Wir haben ja gleiches Szenario wie letztes Jahr auf Tour vorgefunden. Und zwar eine Brücke mit einer schönen weichen Landung unten. Das heißt, das schreit nach dem Double Side. Diesmal aber hoffentlich in einem Run. Zum Aufwärmprogramm gibt es den klassischen Frontflip, wahrscheinlich einen Sideflip und dann geht es rein in den Olga. Ja, ist geil. So was von geil rein, oder? Also Ja. warte noch einmal einen Sideflip. Und dann zwei Sideflips in einem. Also ein Prep für ein Double Side jetzt. No, but it's high. Das ist hoch. Wer Ja. Englisch nicht versteht. Das heißt, ein Double Side sollte eigentlich kein Problem sein. What do you think about the double? Well, outstanding actually, outstanding. So, wie erwähnt, wird das Ganze in der Line diesmal gepackt. Ich habe mir hier so einen Special Move ausgedacht. So ein Backflip. Und dann ein paar Schritte laufen, mit Double Side über das Geländer drüber, weißt du?
So ein Pier mit Strand ist eigentlich schon Tourklassiker geworden. Letztes Jahr waren wir bei Jasper in Ratchendorf da am Strand. Ich würde sagen, da spielen wir einfach mal einen kleinen Einspieler ab. So, den Dubside hat ja Jan schon gemacht und jetzt geht's in den zweiten rein. Let's go. Ja, jetzt! Wait, can you wait 1 second? 3, 2, 1. Let's go! Persönlich muss ich sagen, ich finde das geil, wenn so viele Leute dabei auch zugucken. Das ist für mich dann auch so ein Zeichen, okay, jetzt muss er, weißt du, darf ich auch nicht die Leute blamieren, enttäuschen, weißt du, und mich blamieren, weißt du. Ja, erster war geil, hab einfach lange getakt, dann irgendwann gelandet. Beim zweiten machen wir das irgendwann landen raus und stompen das Viech. In diesem Sinne rein in den zweiten. Und go! Nein! Yeah. Geil, Alter. Richtig sick. Junge, Dubside von letzten Jahr hat eine Revanche bekommen. Let's go. Juhu. Alle guten Dinge sind 3, das habe ich aber auch gefühlt, dass der jetzt was wird. Freut mich auch. Hätte auch keinen Bock auf noch einen gehabt, weißt du? Weil das ganze Menschen aufhalten ist geil, aber auch ein bisschen nervig. In diesem Sinne geht rein in den nächsten Part des Videos. Ja? Ja. Ich kann nicht so lange hängen, ich muss sofort filmen dann. Ich filme die ganze Zeit. Ach so. So, wir sind ungefähr von einer Dreiviertelstunde hier angekommen und wollten jetzt hier zum Schlafplatz fahren, aber irgendwie sind wir über einen fetten Stein gefahren, der auch irgendwie Beton, also so ein Stahlbetonstein. Da sind jetzt Stahlstangen, die jetzt halt ins Auto zeigen, beziehungsweise der Stein hat sich so ausgerichtet, dass wir jetzt komplett ein Problem haben, weil der komplett im Auto steckt. Boah, oder zurückfahren bringt gar nichts. Und Etienne ist jetzt gerade angekommen, Dreiviertelstunde später, Klassiker, und hat einen Wagen hier dabei, deswegen versuchen wir das jetzt anzuheben, das Auto, und den Stein da irgendwie wegzukriegen. You had to go and do it. Unbelievable. Wahnsinn. Da ist das Miststück. Nicht das, sondern das. Okay, also mit der Hand den da rauszubekommen ist nahezu unmöglich. Also der Stein hängt praktisch unterm Auto, also da ist der Stein. Darüber geht so ein Querstreben vom Auto und darum hat sich der Stahl gewickelt. Also der liegt wirklich einmal so komplett rum und ohne den Stahl irgendwie durchzuschneiden, kriege ich den da nicht raus, glaube ich. Der hängt wirklich komplett unterm Auto. So ein Scheiß, Junge. Vor allem das ist halt auch Beton und Stahl. So. Ja. Mit der Hand ist es ein bisschen schwierig. Brachiale Kombo dann auch. Ja, sicher. Das Grobstahl wahrscheinlich auch noch, also das hast du generell verloren schon. Weißt du, denkst du einmal, kommst aus Essen und produzierst was Gutes mit Grobstahl, scheiße. Dann hängt da ein Auto auf hier. Boah, das sieht so geil aus. Alter Lackers. Ja. Yes. Ja. Geil, Alter. So, ja. Dann einmal noch drunter gehen. Alter Bär, zeig her das Ding. Das Ding komplett unterm Auto drunter gewesen. Hier an der Stelle war eine Querstrebe und an der war auch einer. Das So, da Ding hinten lag auch. komplett auf 2 Querstreben drauf Geil. und hat es hier einmal drunter noch gebogen. Nice, Alter, Männers. das war ein Einpackprä. Geil, Männers. Geil gemacht, verstehst du? Ja, man like Ette, Alter. Gib Faust, Bruder. So ist das gar nicht. Geil. Ich bin einfach nur froh, dass das Scheißding raus ist. Ja, ey. Mann. Alter. Richtig geil. Ja, Mann. Damit kann die Tour weitergehen. Ja, wir können weiterfahren und jetzt fahren wir erstmal zum Barbecue rüber. Zack.
Wahnsinns-Tourtage. Wir sehen uns dann jetzt in der Bildergalerie wieder und am irgendeinen Tag dann auch wieder in den nächsten 2 Tagen. Bis dahin oder was hier? Ja Mann, Tour ist so geil, ey.